Die Geschichte des kleinen Olli hat viele von uns ja wirklich berührt. Der Kleine ist seit einem Autounfall in Mexiko querschnittsgelähmt und wurde schon zigmal operiert. Die hohen Therapiekosten kann die Familie nicht alleine stemmen und ist wirklich sehr, sehr dankbar für die große Anteilnahme und auch für die vielen Spenden. Ollis Vater Stefan Staub ist jetzt gerade in Deutschland, aber trotz aller Hilfe muss er das Haus der Familie verkaufen. Gleich ist er hier bei mir auch im Studio. Der Weg zurück in sein Zuhause fällt Stefan Staub extrem schwer. Sein Vater begleitet ihn. Alles an dem Eigenheim in Königsbronn erinnert ihn an eine glückliche Zeit mit 3 gesunden Kindern. Ich sehe teilweise noch Fingerabdrücke auch von Oliver da am Fenster und das ist natürlich schon, das tut weh. Ja. Denn das letzte Mal, als Olli hier war, konnte er noch ausgelassen lachen und mit seinen Brüdern spielen. Jetzt ist nichts mehr, wie es war. Die meisten Räume sind leergeräumt. Ollis 5-jährige Brüder Sebastian und Julian verstehen noch nicht richtig, dass das nicht mehr ihr Zuhause ist. Als wir gestern zum ersten Mal hier waren, sind sie in ihre Zimmer gegangen, haben nach Spielsachen gesucht, sind ins Spielzimmer hochgegangen, haben nach Spielsachen gesucht und einfach nichts gefunden, alles schon weg. Denn das Haus, das die Staubs erst vor 6 Jahren gekauft und umgebaut haben, ist jetzt verkauft. Oliver wird nie wieder hier sein, Laura wird nie wieder hier sein. Das schmerzt unglaublich. Mama Laura ist mit dem kleinen Oliver in Mexiko geblieben. Einen 12-stündigen Flug nach Deutschland würde der Kleine nicht überstehen. Denn Oliver ist querschnittsgelähmt seit einem schrecklichen Autounfall am 17. April. Die Familie ist auf dem Weg zum Strand, als ein gepanzerter Geldtransporter sie mit mehr als 100 km/h erfasst. Mama Laura wird schwer verletzt. Oliver hat der Aufprall voll erwischt. Ich bin nach hinten gesprungen, habe natürlich sein Gesicht angelangt, Olli, 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 und da war einfach keine Reaktion, gar nichts. Und dann habe ich ihn natürlich aus dem Sitz entfernt, aus dem Kindersitz. Und da wusste ich, dass Oliver tot ist. 20 Minuten lang kämpfen Einsatzkräfte um das Leben des Zweijährigen. Mit Erfolg. Doch sein Genick ist gebrochen. 8 Tage lang liegt er im Koma. Als die Ärzte schon keine Hoffnung mehr haben, wacht er plötzlich auf. Seitdem kämpft er sich zurück ins Leben. Jeden Tag. Für die Familie ändert sich alles. Sie zieht in eine barrierefreie Wohnung in der Nähe von Lauras Eltern. 5 Wochen nach dem Unfall darf Olli mit in diese Wohnung. Und auch wenn plötzlich alles anders ist, Stefan und Laura sind dankbar. Meine ganze Familie ist da. Wir sind immer noch 5. Es ist nichts, was wir gedacht haben, aber es ist schon immer noch schön. Ja. Aber 3 Pfleger kümmern sich rund um die Uhr um den Zweijährigen. Ein Neurochirurg aus den USA wird auf Ollis Schicksal aufmerksam. Er operiert den Kleinen 2-mal und verbindet seinen Kopf mit dem Rückenmark. Und es gibt noch mehr Hoffnung. Eine Stammzellentherapie könnte Olli helfen. Aber all diese Operationen, Krankenflüge und Behandlungen kosten Ollis Eltern viel, viel Geld. Geld, das sie nicht haben. Ein 7-stelliger Betrag sammelte sich allein durch die Krankenhausrechnungen an. Eine unfassbare Summe, die auch ihre Freunde in Deutschland beschäftigt. Sie starten einen Spendenaufruf. Ah, krass. 853.000. Und als Ziel haben wir 5.000 eingegeben. Das erste Ziel war 5.000? Das erste Ziel war 5.000 Euro. Jetzt, ne? Und da haben wir schon überlegt, ob wir das überhaupt schaffen. Ja. Die Toni-Kroos-Stiftung spendete zusätzliche 300.000 Euro. Durch all die Spenden gelingt es der Familie tatsächlich, die Riesenrechnung zu begleichen. Überwältigend. Sie teilen Ollis Fortschritte regelmäßig bei Instagram mit den vielen Menschen, die Ollis Geschichte berührt. Auch hier jetzt in der Umgebung, in den Supermärkten stehen Spenderboxen für Pfandbons, wo Olivers Gesicht drauf ist. Habe ich jetzt selber erst heute Morgen gesehen und ja, das ist natürlich unglaublich. Weil sie auch in Zukunft jeden Cent brauchen, hat der 44-Jährige jetzt eben auch das Haus verkauft. Schweren Herzens. Eins ist ihm durch diesen Schicksalsschlag aber klar geworden. Dass Zuhause oder Heimat nicht unbedingt ein Ort ist. Es ist mehr, mit wem du bist, und das wurde uns auch in diesen ganzen letzten Monaten klar. Kurz nach diesem Interview schließt Stefan die Haustür dann ein letztes Mal ab und postet das bei Instagram mit dem passenden Lied. Jetzt ist er hier bei mir, Stefan Staub.
Schön, dass Sie da sind. Ich glaube, da muss man schlucken, wenn man das alles so sieht. Ja, also ich glaube, jeder sitzt hier mit Gänsehaut. Und Herr Staub, ich muss einmal sagen, das ist ja alles ganz, ganz schlimm. Aber der Olli, der scheint ja immer zu lächeln. Oder sind das Ausnahmesituationen, wenn wir gedreht haben? Gestern Abend auch bei Stern TV. Das ist ja so ein richtiges Sonnenscheinchen, oder? Ja, in der Regel ist er wirklich so. Es gibt natürlich auch Phasen, wo er mal nicht so gut drauf ist. Wie er ist 2 Jahre alt, jetzt 2,5. Aber in der Regel ist er wirklich dieser Sonnenschein, ja. Unglaublich. Ja. Also es geht ganz vielen so. Die Anteilnahme an eurem Schicksal ist unglaublich groß. Die Menschen haben wirklich ihr Portemonnaie aufgemacht und helfen, weil die Geschichte eben einfach auch so ans Herz geht und weil ihr alle so sympathisch seid. Aber hätten Sie gerade in diesen Zeiten, wo ja überall das Geld knapp ist, damit gerechnet? Nee, überhaupt nicht. Also, dass natürlich so viel Spendensummen zusammenkommen von Menschen, die uns ja gar nicht kannten oder kennen, ist natürlich unglaublich. Und wir waren natürlich in der Situation damals in Chicago, nach diesen ganzen Operationen und Herzständen und diesen ganzen MRTs, die Oliver benötigt hat, wo auf einmal eine Summe uns genannt wurde, die schon fast 1 Million war. Und die initiale Zahlung von der Toni-Groß-Stiftung war dann schon... Das war schon wieder nichtig und da waren wir eigentlich verzweifelt. Wir haben uns um unser Kind gebangt und wussten auch gar nicht, wie die Zukunft dann aussehen sollte, wie wir das jemals begleichen können. Und dann haben Freunde von uns unser Video geteilt und das ging dann so, ich würde sagen, viral, dass da Summen zusammengekommen sind, die eigentlich gar nicht erklärbar sind. Und eigentlich ein einfaches Danke auch gar nicht ausreicht. Wie schön. Und da beschweren wir uns immer, die Menschen sind so hartherzig. Nein. Aber wenn es drauf ankommt, dann halten wir eben doch zusammen. Im Beitrag wurde es ja auch eben auch kurz erzählt, es gibt tatsächlich eine Therapie in den USA, die Olli sogar noch mehr helfen könnte, eine Stammzellentherapie. Wann könnte die denn starten und was wird die denn machen? Ja, genau. Damals ist Oliver aus dem Krankenhaus in Mexiko nach 40 Tagen entlassen worden und uns wurde gesagt, dass er von selber heilen kann. Und wir haben dann eben nach den ersten Wochen, als wir ihn selber gepflegt haben, gemerkt, das ist nicht das Leben, das wir uns vorstellen, dass Oliver nur im Bett liegt. Und wir haben dann eben auch versucht, uns zu informieren, was gibt es denn auf der Welt, was bei so einer Verletzung helfen kann. Natürlich wissen wir, dass das nicht heilbar ist, Stand heute in der Medizin. Aber wir sind auf Stammzellentherapien aufmerksam geworden, die bei Erwachsenen schon teilweise erfolgreich angewendet wurden. Und so sind wir auf diesen Dr. Biden gekommen. Und der hat uns ja dann leider gesagt, dass Oliver noch eine OP braucht, dass es nicht verheilen kann. Aber um zurückzukommen auf die Stammzellentherapie, das ist natürlich etwas, woran geforscht wird. Aber es gibt im Erwachsenenbereich da durchaus schon Erfolge. Also von 10 Erwachsenen gibt es 5 Superresponder, die gut auf sowas reagieren, die dann nach Jahren einer Querschnittslähmung auf einmal Sachen können, die sie vorher nicht konnten. Bei 3 ist es so Medium und dann bei 2 passiert gar nichts. Und das ist auch genau das größte Risiko, dass viel Aufwand und nichts passiert. Aber Olli ist noch jung, ne? Also man denkt ja immer bei so einem Kind, da ist alles noch frisch und da Genau. hofft man natürlich, kann ich mir vorstellen, dass es da besser läuft. Genau, wir sind froh, die FDA hat es zugestimmt. Die sind auch Feuer und Flamme. Die sind froh, dass es die Möglichkeit gibt, an so einem kleinen Kind das auch auszuprobieren. Und wir sind natürlich stolz darauf, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, dann vielleicht Oliver doch noch eine bessere Zukunft zu geben, als er vielleicht von selber erreichen könnte. Ach, da drücken wir natürlich alle, die hier zusehen, die Daumen. Jeder kleine Schritt ist wichtig. Und jetzt erst mal das nächste Ziel für Olli. Was haben Sie da als nächsten Schritt? Was wäre toll, wenn was klappen würde? Ja, wir haben bereits daran gearbeitet, die Halskrause wegzubekommen. Da waren wir vor meiner Abreise bei 8 Stunden am Tag ohne Halskrause. Und gestern war für mich auch neu, da hat Laura in der Live-Zuschalte bei Menschenbilder Emotionen gesagt, dass sie 30 Sekunden das Beatmungsgerät ausgeschaltet haben und Oliver hat von selber geatmet. Also das ist das Nahziel, dass wir dieses Beatmungsgerät wegbekommen, was natürlich ein Gamechanger wäre. Wir hätten die ganzen Geräte weg, Oliver wäre dann vielleicht noch querschnittsgelähmt, aber ohne dass irgendwas in Lebensrisiko ist, wenn da diese Beatmung vom Hals weggeht. Ja. Ich muss sagen, ich bewundere euch alle und wirklich von ganzem Herzen drücke ich alle Daumen und ich hoffe, wir dürfen weiter an Ollis Schicksal teilnehmen und warten natürlich auf gute Nachrichten. Herr Staub, alles Liebe und Gute für Sie und Ihre Familie und danke, dass Sie hier gewesen sind. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Sehr gerne. Weiter geht's jetzt mit Bernd. Ja, lieber Herr Staub, ich schließe mich natürlich den Wünschen von Katja an. Alles erdenklich Gute für Sie und Ihre Familie. Toll. Danke. Wir haben gleich